Sixpack-OPs eignen sich für diejenigen, die nicht zu dick sind, die eigentlich schon sportlich sind, die aber den Rest des Fettes oberhalb des Musculus rectus nicht wegbekommen. Und das ist oft genetisch. Da können die Menschen trainieren, was sie wollen. Das Fett geht nicht weg, weil es genetisch als Reservedepot angelegt ist. Und genau für die Patienten, die diese 3-4 cm Fettschicht haben, ist eine Sixpack-OP geeignet, wo man diese Fettschicht reduziert, zusätzlich noch dort, wo diese Septen sind, also diese bindegewebigen Schichten von den Muskeln, noch zusätzlich ganz, ganz arg radikal absaugt, um dadurch den Sixpack-Aspekt zu bekommen. Wie die Operation vor sich geht, kann man so beschreiben, dass es erstens ein ambulanter Eingriff ist, in örtlicher Betäubung mit einer leichten Sedierung. Die Patienten kommen, werden für die OP vorbereitet. Dann wird erstmal der ganze Musculus rectus, also der gerade Bauchmuskel, der eigentlich den Sixpack gestaltet, wenn der sichtbar ist, wird abgetastet. Es werden alle Linien, die bei dem Sixpack vorhanden sind, nachgezeichnet. Auch diese Linea alba, also diese weiße Linie in der Mitte, die bei den Frauen die Champagnerrinne ist, bei den Männern schön oft sichtbar vom Brustbein bis runter zum Bauchnabel, wird alles eingezeichnet und dann wird erstmal überall das Fett reduziert auf der ganzen Fläche und danach diese Septen, die Linien, die speziell noch einsinken, die werden ganz, ganz stark auch mit einem Laser abgesaugt, damit da sich die Haut einzieht und dort ja kein Fett mehr entsteht, sodass diese Linien tiefer sind wie die anderen, wo der Muskel ist, wo noch ein bisschen Fettschicht ist. Und was ganz spannend ist, wenn die Patientinnen oder die Patienten danach ihren ganz normalen Sport machen, kriegen sie wahnsinnig schnell den Aspekt eines trainierten Körpers. Was vor einer Sixpack-Operation zu beachten ist, ist einfach, nämlich gar nichts. Die Frage, ob ein Bauch vorher trainiert sein muss oder nicht, kann ich so beantworten, dass nicht zu viel Fettschicht drauf sein darf auf einem Bauch. Aber ob der jetzt trainiert ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wie der Vorgang einer Sixpack-OP ist, wie die abläuft, es ist ein ambulanter Eingriff. Das heißt, die Patienten kommen in die Praxis, gehen am selben Tag nach Hause in örtlicher Betäubung. Sie fallen nicht großartig aus. Es ist eine Fettabsaugung kombiniert mit einem Laser. Und danach tragen die Patienten ein Kompressionsmieder für 6 Wochen. Das ist auch so ein T-Shirt, wo wirklich ganz gut anliegt, wie so ein Unterhemd, kann man unter alles anziehen und tragen und die Patienten fallen nicht großartig aus. Vielleicht 2 Tage einen. Bei Bürotätigkeit können sie 2 Tage später wieder ins Büro gehen oder von zu Hause aus arbeiten. Man kombiniert oft noch bei einer Sixpack-OP die Love Handles bei Männern. Das sind so diese typischen Flanken, weil die auch nicht weggehen. Und das ergibt dann wirklich diesen sportlichen Aspekt des Körpers. Die Nachsorgung einer Sixpack-OP umfasst nicht viel. Die ersten 24 Stunden läuft so Flüssigkeit raus, wie nach jeder Fettabsaugung, weil das ist diese Tumescenzflüssigkeit, also die örtliche Betäubung, die wir verwendet haben. Aber da kriegen die Patienten von uns alles mit nach Hause, auch die Schmerzmedikamente für die erste Nacht, dann diese Moltons, damit es da reinlaufen kann, sodass die Patienten rundum eigentlich versorgt sind. Und danach tragen sie für 6 Wochen, 3 Wochen Tag und Nacht, 3 Wochen intermittierend dieses Unterhemd und können eigentlich ihr normales Leben mit dem Unterhemd leben. Sport dürfen sie auch sehr schnell wieder machen. Dann, wenn man ohne Schmerzmedikamente keine Schmerzen haben, kann ich sofort wieder Sport machen. Wann das Ergebnis zu sehen ist ein bisschen individuell. Manche schwellen schon während der OP an, sodass da danach das Ergebnis nicht so gleich sichtbar ist, weil es auch ein bisschen rot wird, noch ein bisschen Tumescenz drin ist. Sieht so ein bisschen bleicher aus, die Brust, auch durch das Adrenalin in der Flüssigkeit.
Aber sonst kann man es schon relativ schnell erkennen, dass das Volumen deutlich weniger geworden ist. Das Endergebnis hat man allerdings nach 3 Monaten, weil wie bei jeder Fettabsaugung durchläuft es so verschiedene Phasen. So die ersten 3 Tage ist man frisch operiert, da hat man blaue Flecken, das ist alles ein bisschen unangenehm. Zwischen 3. Tagen, 3. Woche kommt man ins normale Leben, die blauen Flecken gehen weg. Allerdings entsteht auch in dieser Phase so ein bisschen Verhärtungen unter der Brust, die dann nach 3 Monaten wieder verschwinden und dann hat man das Endergebnis nach 3 Monaten. Risiken einer Sixpack-OP sind relativ gering. Das ist wie bei einer Fettabsaugung. Wir haben in unserer Praxis bisher blaue Flecken gesehen, nicht 100% zufriedene Patienten, also dass noch ihnen zu wenig Ergebnis da war, dass wir vielleicht nochmal eine Stelle absaugen mussten. Und vielleicht mal eine großen, aber die wir nicht gesehen haben bisher. Eine Sixpack-OP fängt bei netto 5.000 € an und beinhaltet den vorderen Bauchbereich.